Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine ganz klassische Torte, eine saisonale Torte, nämlich eine Rhabarber-Baiser-Torte. Und diese Torte ist einfach der Wahnsinn. Die ist schon sehr, sehr lange bei mir auf dem Blog und ich habe sie noch nie verfilmt. Und deswegen habe ich gedacht, das kann ja wohl gar nicht sein. Es ist eins meiner Lieblingsrezepte und bei uns in der Familie sehr, sehr beliebt. Und deswegen zeige ich euch das heute. Es ist ja auch Rhabarberzeit und wir lieben einfach diese Kombination aus saurem Rhabarber und der süßen Baiser-Haube. Das ist einfach perfekt, die perfekte Kombination. Ja, das musste jetzt unbedingt mal sein. Bevor es aber in die Zubereitung dieser wirklich sehr einfachen und schnellen Torte geht, möchte ich noch was in eigener Sache loswerden. Und zwar abonniert doch gerne einfach alle mal meinen Instagram-Kanal, denn dort nehme ich euch jetzt mit in den Urlaub. Luxemburg ist ja ein zwar kleines, aber landschaftlich wirklich wunderschönes Land mit vielen Burgen und Schlössern, mit viel Wald, Grün und Wiesen und Flüsschen. Ja, und was wir dort unternehmen und was wir da erleben werden, das werdet ihr dann dort live mitsehen. Ja, und außerdem seht ihr auf Instagram auch immer Previews meiner am Sonntag folgenden Torten. Das heißt, alle Leute, die mich auf Instagram abonniert haben, die wissen immer schon vorher, was am Sonntag online geht und sind immer informiert. Also alle mal Instagram runterladen aufs Handy, abonnieren. Der Link findet sich unten in der Infobox. Wir starten gleich in die Zubereitung der leckeren Rhabarbertorte und des einfachen Rührteigbodens. Den Ofen vorheizen auf 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft. Das Eiweiß steif schlagen mit einer Prise Salz, die ist jetzt bei mir schon drin. Und ich lasse den Zucker hinzurieseln. Ich habe jetzt hier Feinzucker, denn der löst sich einfach schneller auf. Wer möchte, kann übrigens noch einen Spritzer Zitronensaft hinzufügen. Dann wird das Baiser auch noch luftiger, frischer und ja, schmeckt also ein bisschen zitronig. Und sobald das Eiweiß so schön angeschlagen ist, lasse ich dann den Feinzucker hinzurieseln. Und ihr seht, jetzt ist es noch zu flüssig. So würde sich das Baiser auf dem Kuchen einfach verteilen und zerfließen. Wir schlagen das so lange, bis Spitzen entstehen. Es ist etwas fester geworden, aber immer noch zu flüssig. Die Spitzen fallen immer noch um. So, und wenn die Masse so aussieht, so schön glänzt und die Spitzen so langsam umfallen, ihr seht es hier, da fällt sie um, dann ist die Masse richtig aufgeschlagen und wir können sie nachher fantastisch als Baiser auf unsere Torte streichen und wir bekommen dann auch diese Berge und Täler, die die Torte so schön machen. Das stellen wir uns jetzt gerade beiseite und werden uns den Rührteig machen. Diese Reihenfolge hat den Vorteil, dass wir jetzt unsere Rührer nicht sauber machen müssen und wir müssen ja auch nicht lang warten, deswegen ist das kein Problem. Wir geben uns die Eigelb in die Schüssel, den Feinzucker, den Vanillezucker und die weiche Butter. Bei mir ist die jetzt zerlassen, das sollte eigentlich nicht sein. Bei mir war sie vorher eingefroren und ich habe vergessen, sie rauszunehmen. Also wirklich nur weich werden lassen, eigentlich nicht zerlassen. Das alles schlagen wir uns jetzt sehr schaumig, weiß-cremig sozusagen. So, und erst wenn die Masse so schön weiß schaumig geschlagen ist, das dauert mit dem Handrührgerät 5 bis 10 Minuten, wie gesagt. Also die Butter verändert ihre Farbe von so gelblich bis ins weiß-schaumige. Dann ist die Masse richtig aufgeschlagen. Also nehmt euch dafür wirklich Zeit, vielleicht noch eine Prise Salz auch dazu, kann auch nicht schaden. Und dann erst geben wir uns jetzt das Mehl, vermischt mit dem Backpulver und abwechselnd mit der Milch oder der Sahne hinzu. So, gerade das Backpulver hier in mein Mehl geben. Ich nehme mal einen Teelöffel. Das Ganze gerade kurz verrühren miteinander, dass sich das Backpulver schön in dem Mehl verteilt und nicht irgendwo hockt. An einer Stelle. Hier habe ich meine Milch, beziehungsweise ich habe jetzt hier Sahne genommen
Und ja, jetzt kommt das Ganze hier dazu. Einfach ein bisschen was drüber rieseln lassen. Ihr könnt es auch sieben, dann wird es noch feiner. Und ein Schlückchen von der Sahne gebe ich gleich mit dazu. Sahne oder Milch, ganz egal, Hauptsache irgendeine Flüssigkeit. Das gerade verrühren auf unterster Stufe. Und jetzt kommt es darauf an, nicht zu viel zu rühren, sonst wird der Boden zäh. Wieder etwas dazugeben. Machen wir das mal so in 3 Portionen. Wieder ein bisschen Milch oder Sahne oder einfach Flüssigkeit hinzugeben und das Ganze schön verrühren. Und den letzten Rest. Einmal runterkratzen. Und dabei kann man auch schauen, ist der Teig richtig, ist er vielleicht zu fest. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Flüssigkeit hinzugeben und dann kann er schon in die Form gegeben werden. So, und sobald der Teig schön homogen verrührt ist, nicht zu lange rühren, wie gesagt, und reißend vom Löffel fällt, also ungefähr diese Konsistenz hat, nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Also wenn er euch zu fest ist, fügt einfach noch ein Löffelchen Flüssigkeit hinzu, dann kann unser Teig schon in die Form gegeben werden. Das ist eine 26 cm Springform, die habe ich mir gefettet und komplett bemehlt. Der wunderbare Teig, ihr seht hier genau die Konsistenz, kommt jetzt in die Form. Das Ganze jetzt schön glatt streichen. Und ich werde oft gefragt, warum ich Weinstein-Backpulver verwende. Das liegt einfach daran, dass das weniger so pelzig auf den Zähnen schmeckt. Bei normalem Backpulver ist das oft so und das mag ich nicht. Deswegen verwende ich gern Weinstein-Backpulver und da habe ich immer den Eindruck, dass das weniger der Fall ist. Alles nochmal abschließend schön gleichmäßig verstreichen. So, perfekt. Jetzt verteilen wir uns unsere Rhabarberstückchen auf dem Teig. Den Rhabarber habe ich mir einfach gewaschen, abgeschält ganz dünn und in wirklich kleine Würfelchen geschnitten. Also die sind ja vielleicht höchstens 1 x 1 cm groß. Und ja, der kommt jetzt hier drauf. Schön verteilen und ein bisschen eindrücken. Und wer möchte und noch übrig hat, kann auch etwas Rhabarberkompott mit auf den Teig geben, etwa unter die Stückchen oder oben drüber. Ganz egal. Das gibt nochmal extra fruchtige Saftigkeit und Frische. Gerade alle gleichmäßig verteilen, mehr oder weniger. Ein bisschen andrücken und schauen, dass nicht so viel außen am Rand hängt, denn die Formen mögen das oft nicht so gerne. Wenn da Rhabarber an den Rand kommt, dann werden sie so leicht schwarz und dann kriegt man es schwer ab. Jetzt werden wir uns noch ein bisschen Süße auf den Rhabarber geben. Einfach noch ein bisschen Hagelzucker darüber streuen. So viel ihr mögt, dann ist der Rhabarber auch nicht ganz so sauer. So, das reicht schon. Und jetzt kommt unsere Meringue oben auf. Und ihr seht, wie wunderschön die Meringue schon glänzt. Das liegt einfach daran, dass wir Feinzucker verwendet haben und dass wir sie schön lange aufgeschlagen haben. Und jetzt nehmen wir uns den Löffel und verteilen das Ganze schön auf der Torte. So, und wenn alles so schön verteilt ist, dann können wir jetzt noch mit dem Löffel so ein bisschen Berg und Tal eindrücken. Einfach so ein bisschen drauf gehen. Und so entsteht dann Berg und Tal so ein bisschen. Und wenn ihr das noch stärker wollt, diesen Effekt,
Dann müsst ihr die Meringue noch weiter aufschlagen, damit wirklich dann richtige Spitzen stehen bleiben. So schnell geht das. Nun muss der Kuchen für 50 Minuten in die Mitte des vorgeheizten Backofens. Falls er euch zu dunkel werden sollte, einfach mit dem Backpapier abdecken und nach 50 Minuten natürlich die Stäbchenprobe nicht vergessen. Von unten her sollte kein Teig mehr am Stäbchen hängen bleiben und dann ist unsere Rhabarbertorte fertig und wir können sie am besten lauwarm noch probieren, dann ist sie am allerbesten. Ich habe jetzt mal die Uhr auf 45 Minuten eingestellt, dann schaue ich mal, ob alles schon fertig ist, beziehungsweise schaue auch zwischendurch mal noch, nicht, dass das Ganze zu dunkel wird. Das ist immer so das Problem bei Baiser, deswegen ein bisschen dabei bleiben und wunderbar wird's. Nach 50 Minuten ist mein Rhabarber-Baiser-Kuchen fertig und er sieht wunderbar aus. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Ich habe zwischendurch die Temperatur etwas reduziert und sie dann nachher wieder hochgestellt, damit es einfach schön überbräunt. Und man sieht hier auch, er löst sich so ein bisschen vom Rand, das heißt, er ist auf jeden Fall durch. Und er sieht wunderschön aus. Ich werde ihn jetzt etwas abkühlen lassen auf dem Kuchengitter, 10 Minuten in der Form. Dann nehme ich ihn aus der Form und lasse ihn noch ein bisschen abkühlen. So, nach 10 Minuten Abkühlzeit schneide ich mir das Törtchen oder den Kuchen. Streng genommen ist es ein Kuchen. Wobei eigentlich ist es ja auch gefüllt, also es ist ja doch eine Torte, also ja, weiß jetzt auch nicht so genau. Egal, auf jeden Fall super lecker. Da holen wir uns das Törtchen raus. Ich sage jetzt mal Törtchen, das ist für mich einfacher, weil gewohnt. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen abkühlen lassen und lasse ihn auch auf der schönen Platte. Gar kein großer Act bei diesem Kuchen jetzt. Und dann werde ich ihn für euch probieren. Und da darf man ruhig ein etwas größeres Stück nehmen. Das schmeckt super lecker und besonders gut lauwarm. Es dampft noch ein bisschen und ihr seht, wie lecker es aussieht mit dem Baiser obendrauf und dem fruchtigen Teig, den Rhabarberstückchen. Einfach lecker. Duftet wahnsinnig lecker, der Kuchen. Ich werde ihn jetzt wie immer für euch probieren. Ich freue mich schon drauf. Wahnsinn. Unglaublich gut. Ich liebe ja so ein bisschen säuerliche Kuchen. Ich liebe auch Zitrone total. Oh, mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen. Also die Kombination aus diesem säuerlichen Rhabarber und dem super schönen süßen Baiser. Dazu ein Kaffee oder ein Tee. Einfach ein Traum. Mehr braucht man nicht. Man braucht keine großen Torten. Ich meine, ich muss das jetzt gerade sagen, aber dieser Kuchen ist einfach der perfekte Sonntagskuchen, der perfekte Kuchen für einfach zwischendurch mal. Oder wenn man eben Rhabarber im Garten hat. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kuchen zu backen. Zergeht auf der Zunge. Ah, ein Traum. Das war meine leckere Rhabarber-Baiser-Torte, ein Klassiker und ein Muss zur Rhabarberzeit. Bei uns auf jeden Fall. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, einen netten Kommentar reinzuschreiben, gerne mit einem Tortenwunsch und den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Vergesst bitte auch nicht, mich auf Instagram zu abonnieren. Dort werde ich euch die nächsten 2 Wochen auf dem Laufenden halten, denn wir sind ja jetzt ab heute dann in den Ferien. Und es kommen erstmal hier auf YouTube keine Videos mehr, erst wieder in 3 Wochen. Aber auf Instagram geht es weiter. Wir nehmen euch mit auf unsere Luxemburg-Tour und ihr seht auch auf Instagram immer alle Vorschauen für die kommenden Torten. Das heißt, wer mich auf Instagram abonniert, der sieht schon im Voraus, was es sonntags dann geben wird. Jetzt bleibt mir nur noch euch zu wünschen, viel Spaß beim Nachbacken und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss!